Es ist eine große Freude für mich, mein Buch Theorie der Grundrechte unter so schönen Umständen präsentieren zu dürfen. Der Himmel ist blau, der Park sieht wunderbar aus und das Planetarium strahlt einen herrlichen Geist aus. Mein Buch umfasst in der spanischen Übersetzung 601 Seiten. Das ist ein umfangreiches Buch. Ich werde viele Kürzungen vornehmen und jedes der 10 Kapitel in ungefähr 10 bis 15 Minuten darstellen. Der Gegenstand des ersten Kapitels ist die Methode und das Ziel meines Buches. Der Titel sagt, worum es geht. Es geht um eine Theorie der fundamentalen Rechte. Aber das ist nur eine sehr allgemeine Beschreibung. Ich lege im ersten Kapitel dar, dass die Theorie, die hier entwickelt wird, durch 3 Eigenschaften gekennzeichnet ist. Es ist erstens eine juristische Theorie. Es ist also keine historische Theorie, keine rein philosophische Theorie, keine soziologische Theorie, sondern eine juristische Theorie. Eine Theorie ist eine juristische Theorie, wenn es um die Frage geht, wie Grundrechte richtig anzuwenden und auszulegen sind. Das ist das Leitmotiv des gesamten Buches. Es ist zweitens eine allgemeine Theorie. Es ist also keine Theorie über bestimmte Grundrechte, etwa die Meinungsäußerungsfreiheit, die Berufsfreiheit, die Religionsfreiheit, sondern eine Theorie der Grundrechte insgesamt. Das ist die zweite Eigenschaft. Erstens eine juristische Theorie, zweitens eine allgemeine Theorie. Und es ist drittens, dieses Buch, eine Theorie der Grundrechte des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Hier ist mein Material, die Grundrechte der Bundesrepublik Deutschland, wie sie 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg in Kraft gesetzt wurden. Dabei orientiere ich mich in hohem Maße an der Rechtsprechung des deutschen Bundesverfassungsgerichts. Nun könnte man meinen, dass es für ein Publikum außerhalb Deutschlands nicht besonders interessant ist, etwas über die Grundrechte Deutschlands zu hören. Aber die Allgemeinheit meiner Theorie beginnt mit dem Material, das sich in Deutschland findet und übersteigt dann dieses Material, so dass die Theorie, die hier entwickelt wird, auf alle Systeme der Grundrechte, auf alle Verfassungsgerichtsbarkeiten anwendbar ist. Dies bedeutet, dass die Theorie, die ich entwickle, eine Strukturtheorie der Grundrechte ist. Eine allgemeine Strukturtheorie der Grundrechte ist möglich, weil Grundrechte einen universellen Charakter haben. Der universelle Charakter der Grundrechte besteht darin, dass Grundrechte Rechte sind, die in die Verfassung aufgenommen worden sind, mit der Absicht, die Menschenrechte zu positivieren. Menschenrechte sind durch 5 Merkmale definiert. Erstens ihre Fundamentalität. Zweitens ihre Universalität. Drittens ihre Abstraktheit. Viertens ihre Priorität. Sie können nicht aufgehoben werden. Und fünftens, nun kommt der Punkt, fünftens durch ihren moralischen Charakter. Ein Recht hat einen moralischen Charakter, wenn es gilt, allein aufgrund seiner Richtigkeit. Ein Recht gilt aufgrund seiner Richtigkeit, wenn es gerechtfertigt oder begründet werden kann. Dies bedeutet, dass die positivierten Grundrechte
die fundamentalen Rechte oder die konstitutionellen Rechte, Versuche darstellen, die moralischen Menschenrechte zu positivieren. Das ist in allen Rechtssystemen dasselbe. Aus diesem Grund ist eine Theorie möglich, die mit den deutschen Grundrechten beginnt, sie analysiert und dann sich erweitert zu einer Theorie aller Grundrechte auf dieser Welt, das heißt zu einer universellen Grundrechtstheorie. Im Mittelpunkt meiner Theorie steht die strukturelle oder analytische Dimension. Natürlich beschäftige ich mich auch mit der Frage, wie Grundrechte richtig auszulegen und richtig zu rekonstruieren sind. Aber die Struktur der Grundrechte bildet das Zentrum. Wir können deshalb sagen, dass meine Theorie, die ich hier jetzt präsentieren werde, Kapitel für Kapitel, eine Strukturtheorie der Grundrechte mit dem Anspruch auf universelle Geltung ist. Damit ist das erste Kapitel abgeschlossen.